Perfektionismus loslassen. Wie du endlich mutig Deutsch sprichst. Du kennst das sicher. Du möchtest etwas auf Deutsch sagen, aber bevor du sprichst, denkst du 10-mal nach. Ist das grammatikalisch richtig? Benutze ich den richtigen Artikel? Wie war nochmal der Dativ? Und ehe du dich versiehst, ist der Moment vorbei. Genau das ist das Problem des Perfektionismus. Perfektionismus wirkt auf den ersten Blick positiv. Er bedeutet Ehrgeiz, Genauigkeit, der Wunsch, es richtig zu machen. Doch beim Sprachenlernen wird er schnell zu einer Bremse, denn Sprache ist lebendig. Sie funktioniert nur, wenn sie fließt, nicht wenn sie ständig analysiert wird. Viele Lernende glauben, sie müssten erst bereit sein, bevor sie sprechen. Sie wollen warten, bis ihr Wortschatz groß genug ist oder die Grammatik perfekt sitzt. Doch diese Phase kommt nie. Niemand fühlt sich wirklich bereit. Der einzige Weg, flüssig zu werden, ist zu sprechen, bevor man perfekt ist. Der Versuch, jeden Satz fallfrei zu machen, blockiert dein Gehirn. Du konzentrierst dich so stark auf die Form, dass du den Inhalt vergisst. Und statt zu kommunizieren, beginnst du dich selbst zu zensieren. Dabei vergessen viele, Fehler sind kein Zeichen von Schwäche, sondern Beweise dafür, dass du aktiv lernst. Kinder sprechen ständig falsch, aber sie verbessern sich, weil sie reden, nicht weil sie schweigen. Perfektionismus ist wie eine unsichtbare Handbremse. Du lernst Vokabeln, verstehst Grammatik, hörst Podcasts, aber wenn du nie sprichst, bleibt alles Theorie. Dieses Kapitel zeigt dir, warum du Perfektionismus loslassen musst, um wirklich Fortschritte zu machen. Und wie du Schritt für Schritt den Mut findest, auf Deutsch zu sprechen, auch wenn es nicht perfekt ist. Denn Perfektion ist nicht das Ziel. Kommunikation ist es. Perfektionismus entsteht nicht einfach so. Niemand wird mit der Angst geboren, Fehler zu machen. Sie wächst mit der Zeit, durch Schule, Gesellschaft und eigene Erfahrungen. Wenn du verstehst, woher dein Perfektionismus kommt, kannst du ihn viel leichter loslassen. 1. Die Schule als Ursprung. Viele von uns haben in der Schule gelernt, Fehler gleich schlecht. Eine falsche Antwort bekam ein rotes Kreuz, eine richtige ein Häkchen. Das Gehirn verknüpft Fehler mit Versagen. Beim Sprachenlernen führt das dazu, dass du lieber nichts sagst, als etwas Falsches zu sagen. Aber Sprache funktioniert genau umgekehrt. Nur wer Fehler macht, kann Fortschritte sehen. 2. Vergleich mit anderen. Soziale Medien, Sprachgruppen, Klassenräume, überall vergleichen wir uns. Die anderen sprechen viel besser als ich. Aber was du siehst, ist das Ergebnis von Jahren des Übens, nicht der Anfang. Perfektionismus entsteht oft, wenn du dich mit Kapitel 10 von jemand anderem vergleichst, während du selbst noch bei Kapitel 2 bist. 3. Angst vor Bewertung. Viele haben Angst, ausgelacht oder korrigiert zu werden. Vielleicht hast du einmal etwas auf Deutsch gesagt und jemand hat gelacht oder dich verbessert und dein Gehirn hat beschlossen, ich rede lieber gar nicht mehr. Doch das war nur eine einzelne Situation, kein Urteil über dich. 4. Der eigene Anspruch. Manchmal bist du selbst dein größter Kritiker. Du willst alles richtig machen, um dich gut zu fühlen. Aber Perfektionismus ist ein endloses Spiel. Je mehr du weißt, desto mehr siehst du, was du nicht weißt. Der erste Schritt, Perfektionismus loszulassen, ist zu erkennen, er schützt dich nicht. Er hält dich zurück. In den nächsten Teilen lernst du, wie du diese Barriere Schritt für Schritt aufbrichst und die Freude am echten, unperfekten Sprechen wiederfindest.
Denn Perfektion ist nicht das Ziel. Kommunikation ist es. Fehler sind beim Sprachenlernen nicht nur unvermeidlich, sie sind absolut notwendig. Ohne sie gäbe es kein echtes Lernen. Trotzdem versuchen viele, sie um jeden Preis zu vermeiden. Das Problem: Wer keine Fehler macht, bleibt stehen. Fehler zeigen Wachstum. Ein Kind, das laufen lernt, fällt 100-mal hin. Niemand würde sagen: »Oh nein, du bist hingefallen, vielleicht solltest du lieber krabbeln bleiben.« Wir wissen intuitiv, das Hinfallen gehört dazu. Genauso ist es mit Sprache. Jeder Fehler zeigt, dass du gerade Neues ausprobierst, dass du dich aus deiner Komfortzone bewegst. Fehler aktivieren das Gehirn. Neurowissenschaftlich betrachtet passiert das beim Fehler etwas Großartiges. Dein Gehirn registriert den Widerspruch zwischen dem, was du dachtest, und dem, was richtig ist, und speichert die Korrektur besonders tief. Studien zeigen, wenn du selbst auf einen Fehler stößt, bleibt die richtige Form länger im Gedächtnis, als wenn du sie nur liest. Fehler machen dich menschlich. Perfekte Sprache wirkt oft unnatürlich. Kleine Unstimmigkeiten machen Gespräche authentischer. Muttersprachler machen ständig kleine Fehler, verschlucken Wörter, wiederholen sich. Kommunikation lebt von Natürlichkeit, nicht von Korrektheit. Die Angst vor Fehlern ist der wahre Fehler. Ironischerweise ist nicht der grammatikalische Fehler das Problem, sondern die Angst davor. Diese Angst verhindert, dass du sprichst und damit auch, dass du lernst. Wenn du aufhörst, Fehler als Feinde zu sehen, verwandeln sie sich in Lehrer. Jeder falsche Artikel, jede seltsame Wortstellung ist ein Schritt in Richtung Fortschritt. Fehler sind Beweise dafür, dass du den Mut hast, aktiv zu lernen. Um Perfektionismus wirklich loszulassen, musst du verstehen, warum die Angst vor Fehlern so stark ist. Diese Angst ist nicht Zufall, sie ist tief in unserem Gehirn verankert. Das soziale Gehirn. Menschen sind soziale Wesen. Unser Gehirn ist darauf programmiert, Teil einer Gruppe zu sein. Früher bedeutete Ausgrenzung Gefahr, also versucht dein Gehirn, Ablehnung um jeden Preis zu vermeiden. Wenn du sprichst und denkst, was, wenn ich etwas Falsches sage, reagiert dein Körper, als ob du wirklich in Gefahr wärst. Herzklopfen, Anspannung, Scham, das ist keine Schwäche, sondern eine alte Schutzreaktion. Die Illusion der Kontrolle. Perfektionismus gibt dir das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Wenn du nur lange genug lernst, wirst du irgendwann fehlerfrei sprechen. So glaubt das Gehirn. Aber Sprache ist lebendig, voller Überraschungen. Kontrolle ist hier unmöglich. Wer versucht, alles Risiko zu vermeiden, verhindert echte Erfahrung. Das Ego und die Selbstwahrnehmung. Viele verbinden ihre sprachliche Leistung mit ihrem Wert. Wenn ich gut Deutsch spreche, bin ich intelligent. Wenn ich Fehler mache, bin ich dumm. Doch das ist eine falsche Verknüpfung. Sprache ist keine Prüfung, sondern ein Werkzeug zur Verbindung. Niemand denkt schlecht über dich, weil du einen Artikel verwechselst. Im Gegenteil, die meisten sind beeindruckt, dass du ihre Sprache sprichst. Der Weg zur Gelassenheit. Die Angst vor Fehlern verschwindet nicht, indem du sie bekämpfst, sondern indem du sie verstehst. Wenn du spürst, dass dein Herz schneller schlägt, erinnere dich, das ist nur dein Gehirn, das Sicherheit sucht. Atme tief durch und sprich trotzdem. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Mut bedeutet, trotz Angst zu handeln. Mut ist das Gegenteil von Perfektionismus. Perfektion wartet, bis alles perfekt ist. Mut handelt trotz Unsicherheit. Wenn du Deutsch wirklich sprechen willst, brauchst du keinen perfekten Satz. Du brauchst nur den Mut, den ersten Ton auszusprechen.
der entscheidende Moment. Viele Lernende sitzen in dieser Falle. Sie verstehen schon viel, haben Wortschatz, kennen Grammatik, aber wenn sie sprechen sollen, blockiert alles. Warum? Weil sie denken, ich will mich nicht blamieren. Doch genau dieser Gedanke hält dich davon ab, Fortschritte zu machen. Jeder Satz, den du nicht sagst, ist eine verpasste Übung. Mut ist eine Gewohnheit. Mut entsteht nicht plötzlich, er wächst mit jedem kleinen Schritt. Sag beim Bäcker ein Brötchen bitte, auch wenn du nervös bist. Frag jemanden, wie spät ist es, auch wenn dein Akzent hörbar ist. Je öfter du dich traust, desto normaler wird das Gefühl. Irgendwann ist die Angst nur noch ein Echo. Akzeptiere das Unvollkommene. Sag dir, ich darf Fehler machen. Ich lerne gerade. Wenn du diesen Satz verinnerlichst, veränderst du dein Denken. Sprache ist keine Prüfung, sie ist ein Werkzeug. Ihr Sinn ist Kommunikation, nicht Perfektion. Belohne Mut, nicht Perfektion. Feiere dich, wenn du sprichst, egal wie es klingt. Ein Gespräch, in dem du 5 Fehler machst, ist wertvoller als eine Stunde Schweigen ohne Fehler. Der Schlüssel ist nicht, perfekt zu sprechen, sondern überhaupt zu sprechen. Jeder Satz, den du mutig sagst, macht dich stärker, sicherer und freier. Mut ist nicht das Fehlen von Angst, es ist das Handeln trotz Angst. Und genau das ist der Anfang von echtem Sprachenlernen. Die größte Hürde beim Sprechen ist oft nicht die Grammatik, sondern die Stimme im Kopf, die ständig kritisiert. Sie sagt Dinge wie, das war falsch, das klingt komisch oder die anderen sind viel besser. Diese innere Stimme entsteht aus Angst und Vergleich, aber du kannst lernen, sie zu tämen. 1. Bewusst wahrnehmen. Der erste Schritt ist, den inneren Kritiker überhaupt zu bemerken. Oft läuft er automatisch. Wenn du sprichst und dich plötzlich schlecht fühlst, halte kurz inne und frage dich, was denke ich gerade? Allein dieses Bewusstsein nimmt der Kritik ihre Macht. 2. Gedanken umformulieren. Aus Ich bin schlecht wird Ich lerne noch. Aus Ich kann das nicht wird Ich kann das noch nicht. Dieses kleine Wort noch verändert alles. Es öffnet die Tür zu Wachstum. 3. Selbstgespräche positiv gestalten. Sprich mit dir, so wie du mit einem Freund sprechen würdest. Wenn ein Freund einen Fehler macht, würdest du ihn nicht fertig machen, sondern sagen, alles gut, beim nächsten Mal klappt's. Genau so solltest du auch mit dir umgehen. 4. Fokus auf Fortschritt statt Perfektion. Mach dir bewusst, was du schon kannst. Vielleicht hast du heute ein Gespräch geführt, das du vor 6 Monaten noch nicht geschafft hättest. Schreib solche Erfolge auf. Sie erinnern dich daran, dass du dich bewegst, auch wenn es manchmal langsam geht. 5. Kleine tägliche Erfolge feiern. Ein Satz, ein kurzes Gespräch, ein mutiger Moment, das sind Siege. Belohne sie, lächel drüber und geh weiter. Der innere Kritiker wird nie ganz verschwinden, aber du kannst lernen, ihn leiser zu stellen. Sprich trotzdem. Mut heißt nicht, keine Zweifel zu haben, Mut heißt, trotz Zweifel weiterzumachen. Fehler sind unvermeidlich, aber sie können ein stärkster Verbündeter sein, wenn du lernst, sie bewusst zu nutzen. Der Unterschied zwischen Frustration und Fortschritt liegt nicht im Fehler selbst, sondern in deiner Reaktion darauf. 1.
Analysiere, aber bestrafe dich nicht. Wenn du einen Fehler bemerkst, atme durch. Sieh ihn nicht als Beweis deines Scheiterns, sondern als Information. Hier gibt es etwas zu verbessern. Statt „Ich bin schlecht in Deutsch" sag lieber „Interessant, dieses Wort verwende ich immer falsch. Ich will verstehen, warum." 2. Schreibe goldene Fehler auf. Halte die Fehler fest, die immer wieder passieren. Zum Beispiel Artikel, Verbposition oder Wortwahl. Diese goldenen Fehler sind deine persönlichen Lernschätze. Arbeite gezielt an ihnen, aber ohne Druck. Wenn du sie ein paar Mal bewusst korrigierst, verschwinden sie fast von selbst. 3. Korrigiere durch Wiederholung, nicht durch Scham. Sprich den korrigierten Satz mehrmals laut nach. Dein Gehirn lernt durch Wiederholung, nicht durch Strafe. Ein falscher Satz wird erst dann ein Problem, wenn du ihn nie korrigierst, nicht wenn du ihn einmal sagst. 4. Lass dich korrigieren. Freundlich. Wenn du mit Muttersprachlern oder Lehrern sprichst, bitte sie, dich nett zu korrigieren. Eine sanfte Korrektur in einem sicheren Umfeld stärkt dein Lernen. Harte Kritik hingegen blockiert. 5. Mach Fehler sichtbar. Fehler zu verstecken hält dich klein. Wenn du offen mit ihnen umgehst, verlierst du die Angst davor. Fazit: Fehler sind kein Rückschritt, sondern Feedback vom Leben. Jede Korrektur ist ein Schritt näher an flüssiges Deutsch. Wer lernt, Fehler zu umarmen, wird nicht langsamer, sondern schneller besser. Selbstvertrauen beim Sprechen kommt nicht von heute auf morgen. Es wächst durch kleine, wiederholte Erlebnisse, in denen du trotz Unsicherheit sprichst. Hier sind einige Übungen, mit denen du dein Selbstvertrauen Schritt für Schritt aufbaust. 1. Minigespräche im Alltag. Starte klein. Sag beim Bäcker: „Ein Brötchen bitte." Im Supermarkt: „Danke, schönen Tag." Oder frag jemanden nach der Uhrzeit. Diese winzigen Interaktionen sind echtes Training. Je öfter du sie wiederholst, desto normaler fühlt sich das Sprechen an. 2. Lautes Denken in Deutsch. Erzähl dir selbst, was du gerade tust. Jetzt koche ich Kaffee, das riecht gut, gleich rufe ich meine Freundin an. Diese Übung ist perfekt, weil niemand zuhört. Du übst frei und ohne Angst. 3. Aufnehmen und anhören. Nimm dich auf, wenn du sprichst, auch nur für 30 Sekunden. Hör dich danach an, ohne dich zu verurteilen. Du wirst merken, deine Aussprache ist oft besser, als du denkst. Und du erkennst, woran du gezielt arbeiten kannst. 4. Positive Wiederholung. Wähle eine Szene aus einer Serie oder einem Podcast und sprich sie nach. Achte auf Rhythmus und Intonation. Mit jeder Wiederholung wird dein Klang natürlicher und dein Vertrauen stärker. 5. Mut-Tagebuch führen. Schreib jeden Tag einen Satz. Heute habe ich gesprochen, obwohl ich nervös war. Diese kleinen Erfolge sind Beweise deines Muts und sie motivieren dich, weiterzumachen. Selbstvertrauen entsteht nicht, wenn du wartest, bis du dich bereit fühlst. Es entsteht durch Tun. Jeder Satz, den du aussprichst, ist ein Beweis deiner Stärke. Und irgendwann merkst du, du sprichst einfach, ohne nachzudenken. Mut zum Sprechen wächst dort, wo du dich sicher fühlst. Wenn du ständig Angst hast, bewertet oder ausgelacht zu werden, ziehst du dich zurück, selbst wenn du viel weißt. Deshalb ist deine Lernumgebung entscheidend. Sie bestimmt, ob du dich traust zu sprechen oder lieber schweigst. 1. Wähle Menschen, die Geduld haben. Sprich mit Personen, die zuhören, nicht unterbrechen und dich nicht für jeden Fehler korrigieren. Geduldige Gesprächspartner schaffen Vertrauen,
Sie geben dir das Gefühl, dass Kommunikation wichtiger ist als Perfektion. Zweitens, suche Gleichgesinnte. Andere Lernende verstehen deine Situation. In Sprachgruppen oder Tandemgesprächen mit Menschen auf ähnlichem Niveau fällt der Druck sofort. Ihr lernt voneinander, lacht über Fehler und merkt, dass alle im selben Boot sitzen. Drittens, nutze positive Communities. Online-Communities, Discord-Gruppen oder Sprachtreffs können tolle Orte sein, um regelmäßig zu sprechen. Achte aber auf die Atmosphäre, konstruktiv, respektvoll, freundlich. Wenn du dich unwohl fühlst, such dir eine andere Gruppe. Viertens, lass dich nicht von negativen Kommentaren bremsen. Manchmal gibt es Menschen, die sich über Akzente oder kleine Fehler lustig machen. Ignoriere sie. Sie sagen mehr über sich selbst als über dich. Jeder, der mehrere Sprachen spricht, weiß, wie viel Mut es kostet, das zu tun. Fünftens, schaffe deine eigene Sprachzone. Mach Deutsch zu einem natürlichen Teil deines Alltags. Podcasts, Serien, Freunde, Social Media. Je mehr du dich mit der Sprache umgibst, desto weniger fremd fühlt sie sich an. Fazit: Du brauchst kein perfektes Umfeld. Du brauchst ein freundliches. Menschen, die dich verstehen, motivieren und mit dir lachen, statt dich zu bewerten. Denn dort, wo du dich sicher fühlst, wächst Sprache von selbst. Perfektionismus will dich schützen, aber in Wahrheit hält er dich gefangen. Er flüstert dir zu: Warte noch, du bist noch nicht gut genug. Lern erst ein bisschen mehr, bevor du sprichst. Doch diese Stimme lügt. Denn wahre Freiheit beginnt nicht, wenn du perfekt bist. Sie beginnt, wenn du sprichst. Sprache ist kein Examen, sie ist ein Werkzeug. Ihr Ziel ist Verbindung, nicht Bewertung. Jeder Satz, den du sagst, ist ein Brückenschlag zu einem anderen Menschen. Es geht nicht darum, ob dein Artikel richtig ist, sondern ob du dich traust, dich auszudrücken. Denk an Kinder. Sie sprechen, probieren, lachen über Fehler und genau deshalb lernen sie so schnell. Erwachsene hingegen analysieren, zögern, schweigen. Wenn du widersprichst wie ein Kind, neugierig, mutig, spielerisch, öffnet sich der Weg zur echten Sprachfreiheit. Perfektionismus ist laut. Mut ist leise. Aber Mut bewegt dich weiter. Jedes Mal, wenn du dich trotz Unsicherheit ausdrückst, wirst du freier. Dein Ziel sollte nicht perfektes Deutsch sein, sondern echtes Deutsch, lebendig, menschlich, mit Ecken und Kanten. Sprich, auch wenn du Fehler machst. Sprich, auch wenn du nervös bist. Sprich, weil du etwas zu sagen hast. Denn das größte Risiko ist nicht Fehler zu machen. Das größte Risiko ist, gar nicht zu sprechen. Freiheit entsteht nicht durch Wissen, sondern durch Ausdruck. Und dieser Ausdruck beginnt in dem Moment, in dem du sagst: Ich rede, auch wenn es nicht perfekt ist. Mut ist der erste Schritt. Und dieser Schritt gehört dir.